Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Den Sommer über waren wir auf der Iberischen Halbinsel unterwegs und absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von malerischen Zielen im Inland. Seit gut 2 Monaten touren wir nun durch Portugal. Wir haben uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto und die farbenfrohen Paläste von Sintra angeschaut. Vor allem haben wir aber viel Zeit an faszinierenden Traumstränden und paradiesischen Buchten verbracht, an einsamen, abgelegenen Küstenabschnitten die Meeresluft genossen, von steilen Klippen auf die Fluten des Atlantik geschaut und von unserem Camper aus magische Sonnenuntergänge erlebt. In der letzten Woche haben wir euch unter anderem mitgenommen an ein paar Strände der Westalgarve, haben den Campingplatz in Sagres ausgecheckt, eine Fahrradtour zum südwestlichsten Punkt Festland Europas gemacht, die Sonne und die warmen Temperaturen Portugals genossen und die Umgebung rund um Sagres erkundet. Im heutigen Video machen wir einen Tagesausflug zu sehenswerten Stränden an der Westküste, bestaunen mal wieder einen traumhaften Sonnenuntergang über dem Meer, verbringen einen Tag auf dem Campingplatz in Sagres, versuchen unsere Gasflasche zu tauschen und schicken vor allem unsere Drohne mal wieder in die Luft, um die faszinierenden Steilklippen und Felsformationen vor Lagos zu bestaunen. Kommt mit! Hallo aus Portugal und hallo von der Algarve. Wir haben heute mal wieder einen traumhaft schönen Tag, perfektes Wetter, über 20 Grad Sonnenschein. Das wollen wir nutzen, um so ein paar Strände hier an der Atlantikküste zu erkunden. Wir sind gerade als allererstes hierher zum Praia da Arifana gefahren. Wir übernachten eigentlich immer noch in Sagres mit unserem Camper, knapp 50 Minuten von hier, weiter südlich. Da stehen wir auf dem Campingplatz, aber ja, heute sind wir eben ein bisschen die Westküste hier Richtung Norden gefahren, um uns die paar Strände anzuschauen, die wir in der letzten Woche übersprungen haben, um noch vor Einbruch der Dunkelheit zum Campingplatz zu kommen. Ja. Als allererstes eben zum Praia da Arifana, ein sehr schöner Strand, das können wir schon sagen. Wir haben ihn uns gerade angeschaut, sehr beliebt unter Surfern in jedem Fall und auch unter Leuten, die den Sonnenuntergang anschauen wollen, haben wir uns sagen lassen. Dafür ist es jetzt zu früh, aber ja, wir zeigen euch jetzt ein paar Bilder von hier und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Süden und klappern ein paar Strände ab, würde ich sagen. Los geht's! Auf geht's! Ich glaube, es ist so ziemlich egal, welche Straße man hier zur Küste abbiegt. Man kommt einfach gefühlt immer an irgendeinem traumhaft schönen Strand raus. Das ist echt faszinierend hier. Unser Camper sieht heute so anders aus. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Wir haben nämlich unseren Heckträger auf dem Campingplatz gelassen. Die Fahrräder hatten wir unten und dann habe ich gedacht, ja komm, lass doch die Box und das ganze Gedöns auch einfach mal abnehmen. Das geht ja fix. Und jetzt sind wir deutlich kleiner und irgendwie ein bisschen fixer unterwegs. Man merkt das dann doch schon beim Fahren.
kleines bisschen windig heute. Hier ist ein sehr schöner Wanderweg an der Küste entlang, wo immer wieder Stege runter zum Wasser führen oder zur Steilküste vielmehr führen. Und wir haben nachgeguckt, wenn wir ja nicht ganz bis zum Ende gehen, aber wenn wir ein ganzes Stück gehen, fast 50 Minuten, dann kommt da ein nettes Restaurant. Ja. Mal schauen. Ja. Vielleicht schaffen wir es soweit. Mal gucken. Wenn nicht, drehen wir um und nehmen das Auto. Wir haben es uns jetzt anders überlegt und sind zurückgelaufen. Das war uns dann doch ein bisschen zu weit. Und jetzt fahren wir dann also mit dem Auto rüber zum nächsten Strand bzw. zu der Bar, wo wir vielleicht, hoffentlich, was zu essen bekommen und was zu trinken. Hat dir das gut geschmeckt? Ja, sehr gut. Ja, es war sehr, sehr lecker. Ja. Das können wir empfehlen. Absolut. Nur leider ist die Sonne gerade weg. Das heißt, wir warten jetzt, bis sie wieder rauskommen. Machen uns auf den Weg nach Hause. Ich wollte den Strand noch angucken. Ja. Mal gucken. Bis zum Sonnenuntergang zu warten, hat sich bisher doch fast immer gelohnt, würde ich sagen. Heute ist ein wettertechnisch etwas ungemütlicher Tag. Hier ist gerade so richtig der Nebel reingezogen. Aber ja, das ist okay. Wir wollten heute sowieso auf dem Campingplatz bleiben und uns mal um ein paar organisatorische Dinge kümmern. Ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, vielleicht Wäsche waschen. Aber erstmal frühstücke ich jetzt in Ruhe draußen. Tina ist drin geblieben, der ist zu kalt. Aber ich lasse mich davon jetzt mal nicht aufhalten. Tina, möchtest du ein Stück Mango? Ich fahre mal eben mit dem Fahrrad zum Supermarkt und kaufe uns ein paar Sachen zum Abendessen. There's an ocean
Die Sonne scheint wieder kräftig. Wir nutzen das und fahren jetzt nach Lagos. Lagos ist eine Hafenstadt knapp 35 Minuten östlich von Zagreb, die nicht nur für ihre sehenswerte Altstadt bekannt ist, die in Teilen von der antiken Stadtmauer umgeben ist, sondern vor allem auch für ihre tollen Strände und imposanten Felsformationen an der zerklüfteten Steilküste. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und da es in Lagos zudem eine Cepsa-Tankstelle gibt, werden wir auch noch versuchen, unsere Gasflasche zu tauschen. So, jetzt versuchen wir als allererstes unsere Gasflasche zu tauschen, unsere spanische. Die ist nämlich leer, wir haben das noch ein bisschen rausgezögert und unsere alte deutsche angeschlossen. Aber jetzt nutzen wir die Chance, weil hier ist eine Cepsa-Tankstelle und hoffentlich klappt das. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Nur mit 34,70 € war die Flasche diesmal ein ganz schönes Stück teurer als beim letzten Mal in Spanien. Aber ja, ich gehe mal davon aus, Portugal ist auch nicht ganz unabhängig von den Weltgeschehnissen. Deswegen ist das wahrscheinlich der passende Preis. Wir sind jetzt gerade durch die Altstadt gelaufen. Das ist richtig schön, kann man echt gut machen, richtig süß. niedlich. Ja. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Küste, denn da gibt es ein paar Strände und Steilklippen, die wir uns anschauen wollen. Also, los geht's! Jo. Es gibt einen Weg, die Küste hier entlang, der so ein bisschen von Strand zu Strand und von Felsformation zu Felsformation führt. Hier ist tatsächlich so ein richtig brandneuer Holzsteg gebaut. Aber Teile, die wir gerade gelaufen sind, gingen auch sehr so über Stock und Stein und querfeldein, um zu reimen. Manchmal ein bisschen abenteuerlich, aber hier ist ein Traum jetzt. Das ist schon schön. Ja. You like it? Yes. Ist das dein Wetter? Ja.
Ja, diese Querfeldeinwege, die waren wirklich nur so auf den ersten 10%. Seitdem laufen wir hier auf diesem Holzsteg und es ist super angenehm und einfach und richtig, richtig schön. Und wir haben auch gesehen, dass der Weg auch an der anderen Seite noch super lang, kilometerlang geht. Also das kann man richtig gut machen, ist echt empfehlenswert. Jo. Jetzt warten wir auf den Sonnenuntergang. Ja, was sollen wir sagen? Die Steilküste von Lagos ist wirklich wahnsinnig sehenswert. Eine Wanderung entlang der südlichen Spitze der Halbinsel lohnt sich auf alle Fälle. Immer wieder kann man zu tollen Stränden hinabsteigen oder waghalsig für imposante Fotos posieren. Auch Sonnenuntergänge lassen sich hier herrlich anschauen. Das haben wir am Abend ausgetestet. Und mit diesen Bildern aus Lagos verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, ihr hattet Freude daran, mit uns ein Stück durch die Westalgarve zu touren. Wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht und freuen uns, wenn ihr auch am nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Viele liebe Grüße aus Portugal und habt noch einen schönen Tag. Hallo aus Portugal und hallo mal wieder. Schön. Jetzt auch wieder schön. Ja, ist schön. Nee, gerade hast du das nicht schön gesehen. Ja. Du weißt doch nicht, was du willst. Doch, Sonne, schön. Komm noch raus. So geil. Ja. Hier geht's wirklich hoch und runter, links und rechts durch so. Ja, das heißt verkackt. Wie sagt man das? Zufrieden mit meiner Klamottenwahl. Das freut mich sehr. Danke. That's the best Sieger für today.